Wir starten wieder gut gelaunt ins neue Jahr mit ganz viele gute Vorsätze und so ein bisschen was von der Hüftgold, was wir uns an Weihnachten dahin gegessen haben, müssen wir wieder loswerden. Also ich zumindest. Und auf den Kuchen kann ich deswegen nicht verzichten. Darum haben wir uns jetzt mal die Eier in die Schüssel. No? Und nicht daneben zu Anna. Mensch. Guck mal, sieht aus wie Zucker, fasst sich genauso an. Ist aber keiner. Der einzigste Unterschied ist nur, dass man das hier ein bisschen pulverisieren muss. Und da hatte Joanna jetzt ihren Smoothie Maker. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Mixer nehmen, den ihr zu Hause habt. Den hier habe ich mir vor 2 Jahren gekauft. Der war nicht teuer. Den verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Der macht echt einen tollen Job. So, gucke mal hier. Und wenn es so richtig schön Staub darin ist, genau richtig. Und den muss man ganz schnell verarbeiten. Und dann in die Eier rein, weil sonst wird es nämlich wieder dick. Ihr seht ja, die Konsistenz ist jetzt ganz wie Puderzucker und es wird nicht wieder fest, sondern es wird halt hart wieder. Da muss man aufpassen. Also ganz schnell reinrühren. Da können wir schon inzwischen mal die trockene Zutaten mischen. Da habe ich ein bisschen Dinkelmehl, ist ja auch das gesündere Mehl. Ein bisschen Backpulver mit Safran, gibt ein bisschen gelbe Farbe und ein bisschen Salz. Und das war's schon. Und ein bisschen untermischen, ne? Schau mal, wie schön schaumig das hier geworden ist. Genauso wie mit dem richtigen Zucker. Man muss einfach sich bloß Zeit lassen, so 5 Minuten auf volle Pulle und dann wird es auch richtig schön fluffig. Und jetzt geben wir noch löffelweise ein bisschen Joghurt dazu. So, und ohne Kleckern geht's bei der Joanna ja immer nicht, ne? Und jetzt habe ich noch ein bisschen geschmacksneutrales Öl, das kommt auch noch mit rein. Und dann noch löffelweise unser Mehlgemisch. Viele von euch haben mich ja schon angeschrieben wegen der Kanalmitgliedschaft und ich bedanke mich da auch für eure rege Teilnahme, denn ihr könnt ja damit euren Lieblingskanal auch unterstützen. Ihr könnt ja mal oben gucken, da steht Mitglied werden. Da ist man noch nicht gleich automatisch Mitglied. Da könnt ihr dann einfach mal die ganzen Gimmicks lesen, die ihr dann habt. Und wenn ihr dann auch Mitglied seid in der Fine Family, da macht man ganz tolle Sachen, kann ich euch sagen. Da habe ich schon ein bisschen was vor 2021. Ich freue mich echt auf euch. So, ein bisschen was vom Rand müssen wir immer noch wegkratzen hier, ne? Und da habe ich jetzt dann auch noch was Tolles, was dann später reinkommt. Nämlich noch unsere Heidelbeerchen. Die müssen wir erst ein bisschen in Mehl wälzen, weil das verhindert nämlich, dass die später so schnell nach unten auf den Boden rutschen, gell? So, jetzt brauche ich dann noch mal Kasteform. Die tun wir immer ordentlich einbuttern, gell? Ihr könnt es natürlich auch mit Backpapier auskleiden, aber ich mache es immer gerne so. Und da geben wir jetzt den Teig erst einmal rein. Jetzt habe ich den Teig auf den Strumpf. Aber egal, das langt schon. Achtet darauf, dass der Rand dann nicht eingekleckert ist, weil sonst wird es nämlich schwarz und dann sieht es nicht mehr schön aus. Dann mache ich immer so ein bisschen mit Küchenpapier einfach weg. Haben wir das gesagt, klecker, klecker. Und dann noch die gemehlten Heidelbeerchen einfach drauf. Und dann geht's schon ab in den Ofen. Jetzt habe ich noch eine Überraschung für euch. So sieht's nämlich aus, wenn man das Mehl zu stark rührt und wenn man die Hälfte von der Zutaten nimmt, weil dann ist das Mehl nämlich beleidigt und dann gibt es so eine Flunder. Und hier haben wir so richtig fluffige Anti-Hüftgold-Kuchen mit Heidelbeer, Überraschung am Boden. Die haben einfach zu wenig Mehl abgekriegt, aber das macht gar nichts, der schmeckt trotzdem super. Probiert's aus. Ciao, macht's gut!